Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Freya Oehle, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute widmen wir uns dem Thema Arbeit. Dazu habe ich eine ganz besondere Expertin zu dem Thema da, Petra von Stombeck, die Vorstandsvorsitzende der New Work SE. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Erstmal ganz vorweg für alle, die zuschauen, was macht die New Work SE? Also wir treten an tatsächlich für eine bessere Arbeitswelt und wir haben große Marken wie Xing, kennt man vielleicht, Kununu kennt man vielleicht, die auf der Talentseite Menschen helfen, tatsächlich Orientierung zu finden, Jobs zu finden. Und für die HR-Abteilung dieser Welt bieten wir alle möglichen Recruiting-Lösungen an. Und was ist eure Mission dabei? Was soll dabei rauskommen? Also es geht uns tatsächlich um die bessere Arbeitswelt, für die wir eintreten. Also unsere Mission ist auf Englisch For a Better Working Life. Und es geht darum, dass Menschen einen Job finden, der sie erfüllt, der sie glücklich macht. Und wenn sie dort sind, die Firmen damit erfolgreicher machen. Also letztendlich wollen wir den Perfect Match auf beiden Seiten machen, beides zusammenbringen, die Firmen und die Jobs auf deren Seite mit den Talenten auf unserer Seite. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was ihr schon lange bearbeitet, aber jetzt gerade so richtig am Zahn der Zeit ist. Also ich glaube, so viel Wandel haben wir in der Arbeitswelt noch nie gesehen, wie jetzt gerade mit den Homeoffices, die noch aus der Pandemie zurückkommen, dann das gesamte Thema KI dabei. Was sind jetzt gerade die größten Herausforderungen und was ist anders als vorher? Also ich glaube, das ganz große Thema, was uns auch die nächsten Jahre beschäftigen wird, ist tatsächlich das Thema Fachkräftemangel. Also man muss sich vorstellen, im Moment sind um und bei 45 Millionen Menschen in Arbeit in Deutschland und davon werden wir, sage und schreibe, 7 Millionen verlieren bis 2035. Wenn man das mal umrechnet, sind das 1000 pro Werktag und das ist natürlich eine ganze Menge, denn die werden an allen Ecken und Enden fehlen und jede Firma muss sich darauf einstellen, dass der Markt sich dreht. Die Talente die Macht haben sozusagen, weil sie sich die Jobs morgen aussuchen können. Und das ist an sich eine Riesenwandlung, die natürlich mit dem gesamten Arbeitsmarkt was machen wird. Das nächste Thema, zurzeit heiß diskutiert, ist ja das ganze Thema Generationen. Wollen die Jungen noch arbeiten oder wollen sie nicht? Ehrlich gesagt, Generationenkonflikte sind so alt wie Generationen. Ja. Und ich glaube, jeder, der auf jüngere Generationen guckt, stellt fest, dass die zum Teil eben eine andere Weltanschauung haben. Und da geht es tatsächlich darum, Brücken zu bauen, sicherzustellen, dass man die nicht nur in Schubladen schiebt, sondern idealerweise die eben vereint in den Unternehmen. Das ist auch noch ein Thema, was ansteht. Und wie macht man das? Ja, tatsächlich durch viel Gespräch und durch Anerkennung, dass jeder was mitbringt. Ne? Also ältere Arbeitnehmer haben viel mehr Erfahrung, haben im Zweifelsfall die nötige Ruhe. Die Jungen wachsen mit einer ganz anderen Digitalkompetenz auf, haben vielleicht ganz neue Ideen, die sie einbringen. Und letztendlich geht es tatsächlich um Brücken bauen und ins Gespräch kommen und nicht Schubladen aufmachen und Türen zu. Eine sehr schöne Metapher. Und wir hatten es gerade schon gehört, es gibt das Thema Generationenkonflikt, mangelnde Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Aber einen müsste ich noch anfügen. Unbedingt. Das hast du nämlich gerade schon gesagt. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Nee, die Frau braucht keine Moderation. Da wäre ich direkt als nächstes drauf gekommen. Entschuldigung. Mach weiter. Aber das ist tatsächlich das große Thema, was meiner Meinung nach die riesige Disruption im Arbeitsmarkt bewirken wird. Also das wird einfach alles auf den Kopf stellen. Also wenn mir jemand vor ein paar Jahren noch erzählt hat, ich meine, das Thema künstliche Intelligenz und Large Language Models gibt's ja alles schon lang. Aber wenn mir jemand erzählt hat, dass tatsächlich die Kreativbranche und die schreibende Zunft die ersten sind, die da wirklich einen Einschlag spüren, das hätte ich nie gedacht. Und ich glaube einfach, das wird die ganze Arbeitswelt von morgen komplett umkrempeln. Idealerweise zum Besseren. Also wenn wir dröge Jobs, Zusammenfassungen oder sonstige Recherchetätigkeiten komprimieren können, um dann das zu machen, was wirklich Spaß macht, dann wäre es ja eine schöne neue Welt. Das ist ein schöner Gedanke. Die Frage, die ich dabei habe, ihr hattet ja jetzt auch noch wie die gesamte Welt gar nicht so viel Zeit, euch auf KI einzustellen. Ich meine, es ist ja vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr wie eine Bombe eingeschlagen. Was tut man da? Also fairerweise gibt's Modelle und künstliche Intelligenz ja schon ganz lange und wir arbeiten in unseren Produkten auch schon ganz lange damit. Also jede Empfehlungsmaschine für Jobs oder für Sonstiges basiert auf Modellen der künstlichen Intelligenz. Das heißt, sie sind auch schon lange in unseren Produkten verbaut. Der Unterschied, was sich jetzt eben seit November ergeben hat, ist im Prinzip, also man nennt es Conversational Interface. Mir fehlen immer so ein bisschen die deutschen Pendants dazu. Also im Prinzip die Möglichkeit... Das ist die Konversationsoberfläche.
Also, klingt irgendwie ein schönes komisch, Wort. aber so ähnlich. Also im Prinzip die Möglichkeit, dass man leicht in Interaktion treten kann und wie eine Konversation sich dieses Thema dann gestaltet. Und das hat eigentlich dann den Zugang für die breite Masse geschaffen. Das ist der eigentliche Unterschied. Und natürlich experimentieren wir seitdem ganz viel rum. Wir haben das zum großen Thema bei uns in der Firma gemacht. Wir hatten beispielsweise eine Hack Week, wo im Prinzip Entwickler alles Mögliche ausprobieren dürfen an neuen Projekten, selbstgewählten Arbeiten. Die haben wir unter das Thema KI gestellt. Und da kamen ganz tolle, innovative Ideen raus. Und jetzt haben wir so Teams dran setzen, die dann weiter in die Umsetzung bringen. Das heißt, dein Optimismus ist auch begründet darin, dass du siehst, dass ganz viele neue Entwicklungen dabei raus. Ja, also ich sage ja nicht, dass künstliche Intelligenz keine Gefahren birgt, also ganz klar, aber ich bin wirklich eher ein Technologiefreund und auf der positiven Seite der Dinge. Und ich denke, man sollte nicht immer sofort alles nur negieren und nur Risiken sehen, sondern sich auch auf Technik einlassen und das Positive daran sehen, ja. Finde ich eine absolut lobenswerte Einstellung. Wir bleiben beim Positiven. Wir sind hier bei den Future Hamburg Talks. Ihr seid mit all euren Mitarbeitern in einer sehr großen Größe hier in Hamburg vertreten. Da muss ich natürlich fragen, warum Hamburg und warum lässt sich das hier in Hamburg so gut machen? Ganz neutral gefragt. Ganz neutral gefragt. Also, grundsätzlich ist unsere Firma vor 20 Jahren in Hamburg gegründet worden von Lars Hinrichs und natürlich fühlen wir uns dem erstmal verbunden. Ne? Also es gibt ja keinen Grund wegzuziehen, denn Hamburg ist eine perfekte Stadt. Es bietet ein absolut attraktives Leben für alle Mitarbeiter. Ich bin selber auch Wahlhamburger und lebe seit Jahrzehnten in der Stadt sozusagen. Bin mal ursprünglich aus dem Süden gekommen. So, und wenn ich jetzt drauf gucke, was bietet Hamburg, dann finden wir tatsächlich den Zugang zu Talenten, finden wir Ausrichtung ins Digitale, also alle möglichen Infrastrukturthemen und auch Support durch die Stadt und eine gute Vernetzung auch innerhalb der Stadt. So gesehen ist es für uns wirklich ein toller Standort. Aber, kleines Bemol, natürlich geht da noch mehr. Ich finde es immer schade, dass wir uns so den Rang ablaufen lassen, was Startups angeht in Berlin. Ich finde, da könnten wir auch auf der Bildungsseite noch mehr machen, noch bessere Hochschulen. Es gibt jetzt einen ersten Lehrstuhl für KI, finde ich super, aber es ist eben auch der einzige und er ist noch klein. Aber wenn wir es schaffen würden, schon quasi junge internationale Studenten anzuziehen, die dann hier Firmen gründen und die Startup-Szene noch weiter zu beleben, das wäre mein Wunsch sozusagen an die Stadt. Da könnte ich mit dir einen ganz eigenen Talk drüber machen. Also ich glaube, das Münchner Modell können wir da komplett einmal für Hamburg auseinandernehmen. Aber du hast schon angesprochen, ihr habt noch Großes vor, es geht um die Zukunft. Was habt ihr noch vor hier in Hamburg? Ja, also tatsächlich setzen wir ganz stark auf unsere großen Marken. Ich weiß nicht, ob du Kununu kennst und schon mal genutzt hast. Ja. Da schaffen wir ja echte Transparenz am Arbeitsmarkt und das wollen wir weiter ausbauen. Letztendlich soll jeder in der Lage sein, seine eigene Firma zu überprüfen, andere Firmen zu überprüfen, sein Gehalt zu überprüfen. Also wir versuchen wirklich über Kununu die Transparenz am Arbeitsmarkt zu machen. Und bei Xing geht es darum, die Menschen tatsächlich mit dem Job, der am besten zu ihnen passt, zusammenzubringen. Und zwar nicht nur Lebenslauf mit Jobanzeige matchen, sondern eben auch den Menschen zu fragen, brauchst du einen Hund im Büro, wie viele Stunden wirst du arbeiten, muss es Homeoffice sein, was hast du für Präferenzen, um dann sicherzustellen, dass auch Mensch- und Unternehmenskultur genau zusammenpassen. Und auf der Unternehmensseite wiederum bieten wir eben alle Lösungen, um die Talente dann auch anzusprechen. Und dann jetzt eine letzte Frage. Macht nicht diese Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten und auch an Anspruch an Arbeit, der gerade da ist? Du sagst ja, aber kann ich einen Hund mit ins Büro bringen? Kann ich eventuell flexibel arbeiten? Macht das eure Arbeit nicht exorbitant viel schwerer? Naja, also ich würde mal sagen, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, denn die knappe Ressource ist der Mensch und das Talent da draußen. Und es werden im Zweifelsfall in Zukunft die Unternehmen gute Talente kriegen, die sich genau darauf einlassen. Das ist anstrengend, gar keine Frage. Sind schon alle da heute angekommen? Auf gar keinen Fall. Manchmal staunen die Bauklötze, wenn man tatsächlich mit Unternehmenschefs oder im Mittelstand oder irgendwie spricht. Aber ja, den Weg werden wir gehen müssen, um die Talente zu begeistern. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. War wirklich wahnsinnig interessant. Alles, was rund ums Thema Arbeit geht, wir haben es gehört, ist in Hamburg fest verwurzelt. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Herzlichen Dank.